So, endlich. Endlich die neue Serie. Moment. Ich muss euch erstmal ans Stromnetz wieder anschließen. Und dann geht's los. Die neue Serie. Ihr denkt jetzt, hier steht eine Mercedes G-Klasse. Nein. Also, offiziell ist es keine Mercedes G-Klasse. Aber dazu jetzt gleich mehr. Hier die neue Serie gefälschte Modellautos aus Asien. Na, ich weiß jetzt nicht ganz genau, woher die alles herkommen. Ob die jetzt aus Bangladesch, China oder Vietnam oder Singapur oder wer weiß, wo die alle herkommen. Aber in dieser neuen Serie, ich habe insgesamt 3 Modellautos aus Asien. Ich glaube, die sind aber alle 3 aus China. Und geht es darum, das sind keine originalen Modellautos, so wie wir die in Europa kennen. Und ich glaube auch nicht, dass die hier in Europa irgendwann mal offiziell und legal verkauft werden dürfen oder können. Deswegen zerlege ich diese Dinger ja auch. So, ich habe einen bestellt. Er sieht optisch aus wie eine Mercedes G-Klasse, Brabus, ist aber ein Barbosi V12. Da. Also die durften den Namen Brabus halt nicht nehmen. Ja? Das Modell ist nicht aus Plastik, sondern komplett aus Metall. Man kann alle Türen öffnen. Auch Kofferraum. Motorhaube. Und was voll geil ist, Schiebedach. Geil. Preislich ist dieses Modellauto sehr erschwinglich. Einige von euch haben es schon im Internet mal gesehen gehabt, irgendwo, dass es mal angeboten wird. Also AliExpress und so alles. Und haben sich bestimmt gedacht, das ist bestimmt so eine Scheiße aus Plastik und kommt so klein und so das. Ich habe mir den Spaß mal gegönnt und hab das bestellt. Ne? Also die anderen beiden sind Gott sei Dank auch 1:18 geworden. Also positiv zu erwähnen, es geht alles auf. Positiv zu erwähnen, er hat eigentlich auch eine Beleuchtung. Ne? Also Scheinwerfer, Rücklichter, was war da noch? Blinker glaube ich auch noch. Was ist das, eine Taste? Ich glaube, das ist eine Taste. Geht alles an. Cool. So, Ersteindruck muss ich sagen, das sieht doch gar nicht so scheiße aus. Ne? Barbosi ist natürlich voll witzig. Aber ansonsten, gut, die Rücklichter sind halt wegen den LEDs da drin, sehen die jetzt natürlich scheiße aus. Aber ursprünglich sieht man, dass es eine normale G-Klasse Rücklichter ist. Aber ansonsten Verarbeitung sehr gut. Nichts wackelt, nichts klappert. Was auch positiv zu erwähnen ist, ist der Spiegel und die Türe ein Metallteil ist. Nicht so wie bei den meisten anderen Modellautos, wo der Spiegel dann immer abbricht und flöten geht. Ja, die Scheinwerfer, da sieht man auch die LEDs da drin, wenn man genau hinsieht. Auch ganz cool. Das B vom Brabus, also vom Barbosi. Also ich muss sagen, der erste Eindruck nicht schlecht. Lenkbar sind sie nicht. Gut, der Unterboden, der sieht ein bisschen aus wie bei Dicky Toys. Aha, hier ist... Aha, das Motorhaube öffnen, okay. Hier ist Licht an und aus, es steht alles auf Chinesisch. Ja, da sind keine Batterien drin. Hier kommen Batterien rein. Also nicht lenkbar, aber full opened und aus Metall. Das hätte ich jetzt ganz ehrlich nicht alles so erwartet. Ja, die Felgen sind auch ganz cool geworden. Man kann die auch sofort mit den Brabus Felgen verwechseln. So, jetzt fangen wir mal an, den zu zerlegen. Weil ich habe keinen Bock vom Brabus einen auf den Sack zu bekommen. Und deswegen werde ich dieses Modellauto aus dem Verkehr ziehen. Also, als ich die bekommen habe, ich habe den in weiß und den gelb bekommen. Und die kommen nicht original verpackt an. Die kommen in einer Druckpolsterfolie kommen die hier an. Oh geil. Das hat Armaturenbrettbeleuchtung auch noch. Echt jetzt? Armaturenbrett leuchtet auch? Scheinbar. Da ist eine Platine drin. Fuck, Alter, wie zerlege ich den jetzt? Stinkt ein bisschen. Da muss doch irgendwo ein Stecker sein. Ah, da ist er. Da ist der Stecker, jetzt kriege ich den raus. Ist da eine Batterie drin?
Warum ging der denn eben nicht an? Ah, ist ein Lautsprecher. Ah, krass. Ah, der macht auch also noch Soundgeräusche. Bei dem gelben werde ich Batterien reintun. Ein Rückziehmotor? Das ist doch ein Rückziehmotor. Wie geil ist das denn? Das lasse ich lieber so komplett. Ich glaube, da mache ich mir sonst zu viel Ärger. Wenn ich jetzt durch den Rückziehmotor, kriege ich die Felgen ja niemals raus. So. Einen Auspuff mache ich aber auf jeden Fall ab. Oh, keine Gurte. Dabei ich eigentlich gedacht habe, guck mal, Alter, die haben Schraube. So. Jetzt gucken wir uns mal die Innenausstattung an. Schade. Andere chinesische Modellmarken, da kann man ja die Sitze bewegen, man hat Gurten, alles drin. Aber hier muss ich ehrlich zugeben, das sieht kacke aus. Hier fehlt das Barbosi. Ne? Beim echten Brabus hat man ja hier diese Brabus-Zeichen drauf. Und ich muss auch sagen, die Rücksitzbank sieht sehr unbequem aus. Und hier fehlt auch die Struktur. Seht ihr? Struktur? Keine. Struktur? Struktur. Keine. Keine Gurte. Vergessen eine Struktur hinten reinzumachen. Das ist jetzt kein Plus. So. Oh, nicht schön, ne? Schön verchromt. Nicht schlecht. Oh, schön dicke Kunststoff. Wow. Das fühlt sich echt sehr qualitativ an. Das muss ich jetzt ehrlich zugeben. Die Türscheiben haben sie weggelassen. Warum auch immer. Ich habe doch vorhin doch irgendwo eine Schraube gesehen. Oh, guck mal, die Tür wackelt. Ist gar nicht fest. Der Motor ist leider nur eine Platte. Falls ihr irgendwo bei AliExpress mal andere gefälschte Modellautos findet, dann schickt mir mal den Link. Dann kaufe ich das und dann gucken wir uns das mal gemeinsam an. Ja, der Motor ist nur eine billige Platte. Sehr schlecht getroffen. Auch das B von Barbosi ist versetzt. Das ist nicht schön mittig geklebt. Also ich muss ehrlich zugeben, der Motor ist nix. Ja, die Motorhaube wiederum sieht wieder cool aus. Ne, mit der Hutze hier. Tatsächlich. Hier, das leuchtet. Cool. Schöne Platine hier. Wow. Mercedes-Benz. M-A-R-E-E-D-C-S-B-E-N-R. Geil.
komm ab. Also ich würde mal glatt vermuten, ihr könnt die Teile von diesem Barbosi auch für einen namhaften Hersteller aller Autoart verwenden. Also die Spiegel jetzt nicht, da müsstet ihr die ganze Tür... Boah, Alter, was ist das denn hier? Aha. Spiegel nicht, aber so Scheinwischer? Scheinwischer sind nur Fake. Die sind im Scheibenrahmen dran. Aber auch cool sind diese Zusatzlampen hier oben. Ne? Also ich denke mal, das ein oder andere Teil kann man bestimmt für Zweck entfremden. Eventuell könnte es passen. So. Kriege ich die hinteren Türen dann ab? Aha, da ist die Schraube. Ich wollte sagen, ich habe doch vorhin eine Schraube gesehen. Also zerlegen tut er sich eigentlich relativ einfach. Die Lackierung ist ein bisschen zu dick geraten. Das sieht alles so sehr voll an. So, jetzt geht's. Die Windschutzscheibe ist verschraubt, ey. Das habe ich auch noch nicht erlebt, ey. So. Cool. Geht auch ab. Nicht schlecht, ne? So, die Blinker. Die Barbosi Nummernschiller. Barbosi, ne? Das hört sich schon geil an, ne? Hinten ist Barbosi nur ein Aufkleber. Oh, das Spoiler ist auch verschraubt. Spoiler. Jetzt noch die Rücklichter und der Barbosi ist erfolgreich zerlegt. Hier, die ganzen scheiß Leisten, die lasse ich alle dran, ey. Da gehe ich jetzt nicht dran. So. Da war's mit dem Barbosi. Ich muss ehrlich zugeben, er ist besser als ich erwartet habe. Ich habe echt erwartet, da kommt echt eine Scheiße an, ne? So zu klein oder aus Plastik oder keine Ahnung, irgendein Scheiß halt, ne? Aber dass der Barbosi so gut ist, hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet, ne? So richtig große Verarbeitungsfehler habe ich jetzt keine gesehen. So richtig nennenswerte, ne? Gut, das Emblem auf der Motorplatte. Die Innenausstattung ist jetzt auch nicht der Burner, aber er hat Licht und Sound und Schiebedach geht und Türen alle gehen auf. Also das spricht schon ziemlich für sich. Und er ist wirklich sehr, sehr preisgünstig. Ne? Wir reden hier nicht von einem Modellauto, das 200 Euro kostet oder so. Ne? Er ist wirklich günstig. Wenn einer einen haben will, den kann ich ihn gerne aus China besorgen. Das ist nicht das Problem.
Ist aber halt kein Originalmodellauto, ne? Vom Brabus. Ist halt ein Barbosi. So, ich hoffe, euch gefällt diese neue Serie. Es werden noch 2 Folgen kommen. Und wie gesagt, falls ihr irgendwo ein gefälschtes Modellauto findet, bitte schickt mir den Link. Ich gucke mal, dass ich den nach Deutschland rüberhole. Und dann gucken wir uns das mal gemeinsam an. So, danke fürs Zugucken und bleibt mir treu und bis demnächst.